Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal Kreuz Dame gelandet seid und heute bei einem Monatsupdate dabei sein möchtet. Ja, Juli ist vorbei. Wir sind jetzt im August angelangt. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Sommer und konntet auch etwas sticken. Oder war es doch eher eine Stickflaute? Denn wir hatten ja doch einige heiße Tage. Ich kann für mich sagen, bei mir ist es egal, welches Wetter, welche Temperaturen wir haben. Ich sticke eigentlich ja zu jeder Zeit. Ja, und auch im Juli habe ich wieder einiges geschafft. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe im Juli 2 Fully Finishes. Darauf bin ich besonders stolz, dass ich etwas Fully finishen konnte. Ja, dann habe ich noch an 2 winterlichen Projekten gearbeitet. Ich wollte auch ein bisschen an Christmas in July teilnehmen, habe jetzt aber keine weihnachtlichen Projekte gefunden, an denen ich arbeiten wollte, und so sind es 2 winterliche Projekte geworden. Ja, dann habe ich noch an meinen WIPs weitergearbeitet. Also Neuanstich habe ich dieses Monat keinen, aber ich habe doch an einigen WIPs gearbeitet. Ja, und ja, dann habe ich auch noch an meinem üblichen Perlenstickprojekt gearbeitet. Das werde ich euch zum Schluss zeigen. Und ja, ich denke, wir starten gleich und fangen mit den Fully Finishes an. Ja, das erste Projekt, tada, ihr kennt es schon, ja, es ist doch schon einige Zeit her, dass ich es beendet hatte. Also der Zwerg auf der Toilette, The Gnome on the Toilet, habe es damals gekauft bei Biggest Craft, ist von der Marke Huracan. Ich habe es eigentlich gefinisht schon im Januar dieses Jahres und ja, jetzt dieses Monat fully gefinisht. Das heißt, mein Mann hat es eingerahmt. Ja, dafür ein großes Dankeschön an meinen Mann. Leider muss ich sagen, habe ich jetzt keinen passenden Rahmen gefunden für dieses Projekt. Und ja, was soll ich sagen? Also der Rahmen ist etwas zu groß. Ich zeige euch das mal jetzt aus der Nähe. Ihr werdet am Rand sehen, ähm, ja, dass man da den Stoff sieht. Aber dadurch, dass der Hintergrund auch weiß ist, ja, dachte ich mir, macht es nicht so viel aus. Ja, wie gesagt, mein Mann hat dann das Bild eingerahmt. Ich habe den Rahmen, ich glaube, es war von Action, der kostete, ich glaube, 99 Cent. Also ganz, ganz günstig. Es ist kein Holz, es ist ein Kunststoffrahmen, aber ich habe mir gedacht, von der Farbe her passt er wirklich hervorragend zum Zwerg. Ja, wie ich schon damals gesagt habe, wird er jetzt ein Plätzchen auf der Toilette finden. Ja, da passt es einfach vom Motiv am besten hin. Ja, mein erstes Fully Finish, also worauf ich wirklich sehr stolz bin, dass ich ein Projekt Fully finishen konnte. Ja, dann können wir auch gleich zum zweiten Fully Finish kommen. Und zwar sind es die Gänse. Die Gänse kennt ihr natürlich auch schon von meinen vorigen Monatsupdates. Beim letzten Monatsupdate, das blende ich euch ja wieder hier ein, hatte ich alle Kreuze fertiggestellt. Und jetzt habe ich noch ja, die Backstitches dazugegeben und das Ganze zu einem kleinen Kissen verarbeitet. Also hier habe ich noch den Restestoff, den sich übrigens mein Mann ausgesucht hat. Er sagte, das passt jetzt hervorragend zu dem Motiv.
Ja, und ich habe jetzt ein kleines Zierkissen daraus gemacht, also dass ich jetzt auf die Fensterbank oder auf ein Regal stellen kann. Ja, die Gänse waren ja 30 Farben. Ich komme ein bisschen näher, dass man das besser sehen kann. Ja, ich habe dazu auch ein eigenes Finish-Video gemacht, falls es euch interessiert, wo man auch den Vergleich sieht mit und ohne Backstitches. Ja, ich habe es aus einer Kooperation von der Firma VRB Cross Stitch. Es ist von Joy Sunday und ich habe es gestickt auf 14 Count Aida. Ja, Vordruck war es, habe es gestartet im April dieses Jahres und jetzt im Juli konnte ich es beenden. Ja, ich habe nach langer Zeit wieder die Nähmaschine rausgeholt und was soll ich euch sagen? Ja, ich habe das Ganze zusammengenäht und habe dann aber nur einen Mini-Stelle freigelassen, dass ich das Ganze dann auch umdrehen konnte. Also das war ja schon sehr, sehr schwierig, ja. Also wie gesagt, ich habe schon lange nichts mehr genäht. Und ja, und dann den Rand abgeschnitten und ja, und dann zusammengenäht. Man sieht, hier oben ist es nicht so schön geworden. Ja, aber es geht. Ja, wie gesagt, ich habe schon lange nichts mehr genäht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr zufrieden. Mir gefällt auch der Stoff sehr gut, den ich noch gefunden habe. Und ja, ein niedliches kleines Projekt ist fertig geworden. Ich habe noch mehrere Gänse von der Marke Joy Sunday. Also wann ich das nächste ansticke, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke, das werden dann auch so kleine Kissen werden. Ich finde das wirklich sehr, sehr niedlich. Ja, dann kommen wir als nächstes zu Christmas in July. Wie ich euch schon gesagt habe ich an 2 Projekten gearbeitet und die zeige ich euch jetzt. Das erste Projekt hatte ich schon lange nicht mehr in Arbeit. Ich habe das Projekt gestartet im Dezember des letzten Jahres und habe eigentlich nur im Dezember daran gestickt und danach habe ich es weggelegt. Ja. Ich habe es bei Biggest Craft gekauft. Es ist von der Marke Joy Sunday. Also es nennt sich hier A Girl Like a Flower. Es hat 70 Farben und ich muss sagen, das macht sich auch bemerkbar. Es ist wirklich sehr viel Konfetti und für mich, ich muss sagen, also es ist wirklich etwas mühsam daran zu sticken, weil es wirklich, wirklich viel Konfetti hat. Ja, ich sticke es auf 16 Count Aida. Ja, was ist jetzt dazugekommen? Ich habe hier noch ein bisschen an den Haaren gearbeitet und ich habe diese Blüte noch dazu gestickt. Ich habe es ja im Dezember probiert mit Barketenfäden. Ja, das hat hier irgendwie nicht funktioniert. Bin jetzt umgestiegen auf Cross Country, das passt noch eher, weil wir haben hier ja auch halbe Stiche drinnen, ja, gemischt eben mit vollen Kreuzen. Also wie gesagt, ich finde, es ist wirklich nicht leicht zu sticken und man kommt wirklich nur sehr langsam voran. Und daher habe ich ja, wie gesagt, nur diese Blüte und diesen Teil der Haare. Ansonsten das Projekt finde ich wirklich, wirklich wunderschön. Passt ja perfekt zu der Winterzeit, aber es wird noch lange, lange dauern, bis ich das fertig habe.
Ich glaube, es wird jetzt auch wieder weggeräumt und ich werde es dann wieder im Winter hervorholen und daran sticken. Ja, A Girl Like a Flower von Joy Sunday. Das nächste Christmas in July Projekt ist, das kennt ihr vielleicht auch noch, es ist der Winterfuchs, also Winter Fox von The Cross Stitch Studio. Habe es auch dort das Muster gekauft auf der Website. Ihr seht, es ist im gezählten Kreuzstich. Ich sticke es auf 18 Count, auf Easy Count Aida, und ja, das Bild sollte 280 x 225 Stiche groß werden. Es hat 96 Farben. Auch hier haben wir wieder sehr viel Konfetti und habe es ungefähr, ich weiß es nicht genau, aber August, September des letzten Jahres gestartet. Ja, das letzte Mal habe ich im Februar daran gestickt. Und ja, dieses Monat ist doch einiges dazugekommen, also passend auch für Christmas in July. Und zwar habe ich 3114 Stiche dazu gemacht. Ich hatte ja, wie ihr seht im Vorherbild, hier oben etwas angefangen, also an der zweiten Seite. Und jetzt habe ich die zweite Seite fast fertiggestellt. Also eine Seite sind 3500 Stiche und ja, wie gesagt, ich habe sie fast fertiggestellt, also hier nur mehr ganz wenig. Ich sticke hier ja auch mit backenden Fäden, wie ihr seht, und sticke das Seite für Seite, danach beende ich die Fäden. Ja, es fehlt eben hier dieser kleine Teil noch und als nächstes werde ich an dieser Seite weiterarbeiten, denn ich arbeite gern so diagonal, also die Seite, Seite für Seite diagonal. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt meine. Ja, ähm, mehr fällt mir eigentlich dazu nicht mehr ein. Ich werde auch dieses Projekt jetzt wegräumen und daran werde ich wieder in der Winterzeit sticken. Aber er kommt wirklich sehr gut raus, aber es ist ja auch wirklich sehr viel Konfetti. Ja, der Winterfox von The Cross Stitch Studio. Ja, das waren dann meine Christmas in July Projekte und wir kommen zu den, sage ich jetzt, normalen WIPs. Da wären wir wieder einmal beim Seaview Girl. Ja, das Seaview Girl habe ich auch bei Biggest Craft gekauft, ist von der Marke Joy Sunday und das Ganze hat 41 Farben. Ich sticke es auf 16 Count Aida und es wird 109 mal 148 Stiche groß. Gestartet habe ich das Projekt im April dieses Jahres und eigentlich jedes Monat bis jetzt daran gestickt. Ich zeige euch mal das jetzt kurz aus der Nähe. Also ihr seht, hier ist viel Color Blocking, aber das Projekt stickt sich wirklich, wirklich einfach und ich sticke wirklich sehr gern daran zwischendurch. Ja, wenn ich genug habe von all dem Konfetti. Konfetti gab es eigentlich nur jetzt hier in diesem Bereich bei der Schleife im Haar. Ja, was habe ich jetzt geschafft? Ich habe hier noch aufgefüllt diesen Teil neben der Schaukel und dann eigentlich der untere Teil, das heißt das Kleid und hier noch das Wasser ist dazugekommen und ja, ich sage mal, dieser Teil hier fehlt noch. Also es ist nicht mehr so viel. Ich denke, ich werde das in den nächsten 1, 2 Monaten finishen können. Ja, nicht zu vergessen, es kommen ja noch
viele Backstitches dann rein. Aber wie gesagt, die Kreuze werden in den nächsten 1 bis 2 Monaten, denke ich, fertig sein. Ja, gefällt mir sehr gut und wie gesagt, es ist ein schöner Ausgleich zu all den ganzen Konfetti-Bildern, die ich noch habe. Das See You Girl von der Marke Joy Sunday. Gut, kommen wir schon zu Projekt Nummer 6. Auch ein bekanntes, habe ich euch schon wirklich sehr oft gezeigt. Und zwar ist es der Erdbeerzwerg von der Marke Spring. Man kann es hier erkennen. Habe ich auch gekauft bei Biggest Craft. Und ja, das Bild wird 217 x 217 Stiche groß. Ich sticke es auf 14 Count Aida und habe es auch im April dieses Jahres gestartet. Und auch an diesem Bild habe ich wirklich jedes Monat gestickt. Ja, wie ihr seht, hier im Vergleich zum Vorherbild, ich habe diese Blüte fertiggestellt, dann an den Blättern hinten noch gearbeitet und jetzt habe ich einen Teil dieser weißen Blüte beendet, also hier in der Mitte ist fertig und die 2 Blütenblättern ist fertig. Ich zeige es euch mal aus der Nähe, ich weiß nicht, ob man das sonst so gut erkennen kann. Entschuldigung, so. Also die Farben kommen wirklich, wirklich gut raus. Also ich bin wirklich absolut positiv überrascht. Mir gefällt ja auch hier dieser 3D-Effekt, ja, wo die Erdbeere in der Blüte liegt. Also ich finde, das ist wirklich gut gelungen. Ich arbeite auch sehr gern daran. Ich arbeite auch hier Cross Country. Finde ich jetzt am einfachsten für dieses Bild. Ich habe da eigentlich kein System. Ich probiere dann meistens aus, ist es besser mit backenden Fäden oder ist es besser Cross Country. Ja, in diesem Fall habe ich mich für Cross Country entschieden. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch wieder nächstes Monat dabei. Es wird zwar noch einige Zeit dauern, bis ich das fertigstellen kann. Ich bin ja auch schon dann gespannt, wenn ich zum Gesicht komme, wie das dann rauskommt. Und ja, lässt sich recht gut sticken. Das Bild hat ja 58 Farben und auch 4 Mischfarben sind dabei. Aber die fallen jetzt nicht so ins Gewicht. Ja, ich werde dann jetzt da mich runterarbeiten und danach werden wir rechts weiterarbeiten. Ja, ein sehr schönes Motiv. Der Erdbeerzwerg von der Marke Spring Brand. Ja, dann kommen wir zu dem nächstgrößeren Projekt. Und das ist der Otter. Ja, ich bringe ihn doch ganz ins Bild. Der Otter ist von der Marke Fairy Brand. Ich habe es im Rahmen einer Kooperation mit der Firma VIP Cross Stitch erhalten. Und ja, ich sticke es auf 14 Count Aida, wird 250 x 250 Stiche groß und habe es gestartet im Juni dieses Jahres. Ja, das Bild hat 96 Farben, davon sind 40 Farben Mischfarben. Und ja, was soll ich euch sagen? Es ist Konfetti pur. Also ich finde wirklich, die Bilder von Fairy Cross Stitch sind nicht einfach zu sticken, da sie wirklich viel Konfetti enthalten.
Ja. Ah, genau. Ja, was habe ich geschafft? Also diesen ersten Block hatte ich ja schon, wie ihr seht im Vorherbild, und habe jetzt an diesem Block weitergearbeitet und das sind 1859 Kreuze. Das heißt, ich bin jetzt in etwa bei 11,36%. Also dieser Teil oben bleibt ja weiß, der wird nicht gestickt. Ja, leider sieht man noch nicht sehr viel vom Otter, aber ich nähere mich hier dem Auge und hier ist ja schon die Nase. Also vielleicht im nächsten Monatsupdate, dass man etwas mehr erkennen kann, aber es stickt sich wirklich schwierig. Also ich komme hier wirklich nur sehr langsam voran. Ja, hier habe ich mich wieder für Baken entschieden, da es einfach aufgrund des vielen Konfettis für mich hier die beste Variante ist. Ja, dann freue ich mich auch noch, dass ich einen Stitch Buddy gefunden habe. Also eine nette Zuschauerin hat sich auch dieses Bild gekauft und stickt auch schon fleißig daran. Sie hat mir jetzt geschrieben, dass sie nach rechts weitergearbeitet hat. Also liebe Zuschauerin, ich freue mich natürlich, wenn du mir auch ein Bild schickst, weil dann kann ich es auch vielleicht den anderen Zusehern beim nächsten Monatsupdate zeigen. Ja, dann habe ich das Bild auch noch auf dem Kanal Auf ins Daniland gesehen. Sie hat dazu auch ein Unboxing gemacht, aber ich glaube, sie hat das Bild noch nicht angefangen. Ich komme jetzt mal kurz näher, dass ihr das aus der Nähe sehen könnt. Also ihr seht hier unten, hier ist wirklich viel Konfetti. Der Hintergrund ist noch eher einfacher zu sticken. Ja, dadurch komme ich halt, wie gesagt, nur langsam voran. Ansonsten, ja, es macht Spaß, aber zum Ausgleich brauche ich dann doch eher ein Bild mit Color Blocking. Ja, Happy Sea Otter von der Marke Fairy Brand. Gut, und wir sind dann auch schon bei Projekt Nummer 8. Das seht ihr eigentlich auch in jedem Monatsupdate. Und zwar ist es die Aqua Lady von der Firma Waterpiece. Ich habe sie gekauft, auch im Shop von Firma Waterpiece. Ja, habe es gestartet im Januar dieses Jahres und habe eigentlich auch jedes Monat daran gestickt. Ich sticke es auf 16 Count AIDA, das Bild wird dann 50 x 70 cm groß, also das sind dann 138.160 Kreuze. Ja, das Bild hat 50 Farben, es gibt da keine Mischfarben und ich zeige mal die ganze Länge, diese ganzen 70 cm, ja, genau. Ja, hier auch, wie ihr seht, wie üblich die backenden Fäden. Ja, woran habe ich gearbeitet? Und zwar habe ich hier noch, also ich bin bei diesem Block hier noch ein bisschen runtergegangen, habe noch ein bisschen an den Haaren gestickt und dann habe ich den nächsten Block begonnen und hier rein in das Gesicht gestickt. Also da kann man doch schon einiges vom Gesicht jetzt erkennen. Da arbeite ich gern daran. Es sieht zwar nach viel Konfetti aus, aber es ist jetzt nicht so schwierig zu sticken. Der einzige Nachteil, wie ich schon oft gesagt habe, ist leider der Druck, der nicht sehr gut ist. Also ich brauche wirklich oft die Papieranleitung, damit ich die Symbole erkennen kann. Aber sonst macht es eigentlich viel Spaß daran zu sticken.
und ich finde, sie kommt auch wirklich gut raus. Also das Gesicht, ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Die Aqua Lady, was habe ich geschafft? Und zwar sind 1600 Stiche dazugekommen. Das heißt, ich bin aktuell auf 20,46%. Das heißt, ein Fünftel ist geschafft. Es sieht zwar nicht so aus, weil, wie gesagt, es fehlt ja doch noch einiges, aber es sind über 20% bis jetzt geschafft. Ja, die Aqua Lady von der Marke Waterpiss. Ja, dann bleiben wir auch gleich bei der Marke Waterpiss. Und da habe ich, also man kann jetzt nicht viel erkennen, aber ich blende euch ja das Vorschaubild ein. Da habe ich an dem kleinen Mädchen gearbeitet, wie gesagt von der Marke Waterpiss, habe ich jetzt im Rahmen einer Auktion erworben. Und ja, es wird auch 50 x 70 cm und ich sticke es auch auf 16 Count AIDA. Ich habe es im voriges Monat im Juni gestartet und ja, hatte da eigentlich nur hier oben diese 400 Stiche gemacht und jetzt sind nochmal 2100 Stiche dazugekommen. Also es ist ja alles nur Hintergrund, aber ich glaube, hier in diesem Bereich komme ich dann schon zu den blauen Blüten. Da ist dann mehr zu sehen. Hintergrund stickt sich sehr einfach natürlich, weil es ja viel Color Blocking ist. Ja, das ist eigentlich das Mädchen von der Marke Waterpiss. Ich habe noch einige Projekte, die habe ich euch ja gezeigt in einem Unboxing, die ich auch im Rahmen einer Auktion erworben habe, aber da habe ich noch keines angestickt davon. Ja, hier sieht man auch schön das Vorschaubild. Ja, und dann wären wir eigentlich schon durch mit den ganzen Kreuzstickprojekten und kommen noch zu meinem Perlenstickprojekt. Auch das seht ihr jedes Monat. Es ist ja das auf 9CT Perlenstickprojekt mit den Kunststoffperlen aus China. Ja, was habe ich geschafft dieses Monat? Leider habe ich ja kein Bild vom letzten Monat, sondern nur eines vor 2 Monaten, das ihr jetzt eingeblendet seht. Und seit letzten Monat sind 20 Reihen dazugekommen. Das wäre jetzt so viel in etwa. Und das sind insgesamt 2120 Perlen sind dazugekommen. Also ich finde, der Tiger kommt recht gut raus. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt bemerkt, also wenn ich meine Perlen nachgefüllt habe, dass sich die Perlenfarben verändern. Also ihr habt das sicher schon oft von YouTube-Kollegen gehört, dass die Farben, ich weiß nicht, ausbleichen zum Teil, aber ja, man merkt es dann. Also hier im Bild würde ich es nicht bemerken, aber beim Nachfüllen der Perlen konnte ich dann doch einen Farbunterschied feststellen. Aber ich denke, wenn das so bleibt und so rauskommt, bin ich sehr zufrieden. Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Man sieht ja, ich zeige es euch auch aus der Nähe, die Perlen legen sich schön aneinander. Es sind ja die großen Perlen auf 9 Count. Aber ja, so zwischendurch sticke ich gern einmal eine Reihe und schon langsam schreitet das Projekt voran. Ja, also ich denke, die Hälfte ist es noch nicht, aber bald
habe ich die Hälfte geschafft. Ja, zum Thema Perlen kann ich dann sagen, ich habe mir jetzt auch so ein Perlenbild bestellt, wo man ja das Stickgarn verwendet zum Sticken. Also sobald das Bild dann angekommen ist, wird es natürlich wieder ein Unboxing dazu geben. Ja, dann warte ich auch noch auf ein Bild von der Marke Painting Fairy Cross Stitch, und auch von Waterpiece ist noch etwas unterwegs, was ich auch wieder einmal im Rahmen einer Kooperation ich meine natürlich im Rahmen einer Auktion ersteigert habe. Ja, das heißt, ihr werdet wieder ein paar Unboxings sehen nächstes Monat. Dann möchte ich natürlich auch eine Stickzeit wieder aufnehmen. Da weiß ich noch nicht genau, woran ich sticken werde. Aber ja, seid mal gespannt, was da noch kommt. Ja, und so möchte ich auch dieses Monatsupdate beenden. Ich denke, ich habe euch alles gezeigt und habe auch alles gesagt dazu. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, nicht zu heißen Sommer. Wünsche euch noch eine schöne Stickzeit auch. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.